Heute nähen wir ein raffiniertes T-Shirt mit Raffungen und Neckholder-Trägern. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute zeige ich euch, wie ihr dieses coole, raffinierte Oberteil aus Jersey nähen könnt. Mit dem Neckholder-Schnittmuster könnt ihr einen richtig coolen Hingucker nähen, denn hier in der vorderen Mitte gibt es einen Cutout, einen Tunnelzug mit dem Neckholder-Band und alles ist leicht zusammengerafft und es sieht einfach super cool aus. Durch den eng anliegenden Schnitt und die formgebenden Unterbrustnähte schmeichelt das Schnittmuster auch wirklich jeder Figur. Ladet euch das Schnittmuster ganz einfach über den Link unten in der Beschreibung herunter, dann kann es losgehen. Bereitet zuerst wie im E-Book beschrieben euren Stoff vor, schneidet alles zu wie angegeben und dann kann es direkt hier losgehen. Befolgt meine Anweisung hier am besten Schritt für Schritt und macht direkt mit, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Ich würde sagen, dann lasst uns direkt mal mit dem Nähen starten, aber bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten Schnittmuster mehr verpassen. Ganz viel Spaß beim Nähen! Als erstes möchten wir den Cutout fertigen und dafür nehmen wir uns einmal hier unser unteres Vorderteil. Da haben wir eingeschnitten bis zum Knips und unser Belegschnittteil. Die beiden Teile legen wir jetzt rechts auf rechts aufeinander und stecken sie dann einmal fest. Anschließend nähen wir dann hier einmal rum. Wichtig ist nur, dass ihr am Anfang und am Ende der Naht jeweils 1 cm offen lasst, denn die Nahtzugabe brauchen wir gleich noch. Also jetzt hier am Start 1 cm offen lassen und dann dort verriegeln und bei unserem Schlitz dann einmal möglichst mit einer schönen Rundung um diesen Schlitz nähen. Die Nahtzugabe beträgt hier 1 cm. So sieht das Ganze dann aus. Und um unser Belegschnittteil wenden zu können, müssen wir jetzt in die Nahtzugabe einschneiden. Und zwar genau da, wo wir die Rundung gesteppt haben. Das machen wir immer einmal im 90-Grad-Winkel von der Nahtzugabe aus zu der Naht, die wir gerade genäht haben. Und anschließend könnt ihr auch sehr gerne die Nahtzugabe einmal kürzen. Ungefähr bis auf die Hälfte. So, und dann können wir unser Belegschnittteil einmal zur anderen Seite wenden. Das Ganze sieht dann so aus. Bügelt dann super gerne einmal über genau dieses Cutout und steckt den Beleg dann einmal fest von der rechten Stoffseite aus. Und im Prinzip nähen wir jetzt hier gleich noch einmal von der rechten Seite aus herum im Abstand von 1,5 cm. Vorher wollen wir aber noch einmal die Nahtzugaben oben jeweils um 1 cm einfalten und dann auch einmal feststecken, damit dieser Tunnel am Anfang und am Ende auch gleich schon schön ist und dafür einfach umfalten und feststecken an beiden Seiten. Dann nähen wir jetzt also in einem Abstand von 1,5 cm zu unserer Kante rechts einmal den Tunnel ab und diesmal ganz vom Anfang bis zum Ende. Als nächstes nehmen wir uns einmal unser Rückteil und legen es mit der rechten Stoffseite nach oben vor uns hin und platzieren darauf rechts auf rechts unser oberes Vorderteil. Jeweils so, dass die Schulternähte vom Rückteil und von den beiden Vorderteilen genau aufeinander liegen und die stecken wir als nächstes dann zusammen. Die Schulternähte, die schließen wir dann als nächstes. Wenn ihr das auf beiden Seiten gemacht habt, dann können wir die Nahtzugaben bügeln und zwar bügeln wir die Nahtzugaben auseinander, dann legen sie sich schön flach. Macht das bitte bei beiden Seiten. Dann bereiten wir den Tunnel im oberen Vorderteil vor und als erstes schlagen wir dazu die untere Kante wie auch die obere um 1 cm ein, messen das Ganze ab und bügeln dann einmal hier darüber. Nicht entlang der ganzen unteren Kante, sondern nur an der Kante, die letzten Zentimeter zur vorderen Kante für den Tunnel läuft, also dort, wo das Schnittteil sehr rund ist und nach außen gewölbt. Und dann schlagen wir bei der vorderen Kante 1,5 cm um und bügeln die einmal bis nach oben ab.
Auch da 1 cm vorher nach unten umschlagen und das Ganze feststecken. Wenn das nämlich so gemacht ist, dass man erst die obere und untere Kante umschlägt, wie jetzt hier unten angedeutet, dann entsteht vorne der Tunnel. Und den steppen wir jetzt von unten nach oben im Abstand von 1 cm zur Kante, wie eben beim Cutout auch einmal ab. Die restlichen Nahtzugaben oben und unten brauchen wir noch, deshalb schneiden wir die jetzt schräg ein. Und zwar genau bis dahin, wo wir eben zuvor genäht haben. Schräg, damit es nicht so leicht ausfranst oder aufribbelt. Genauso wie ich es hier gemacht habe, machen wir das jetzt bei beiden Seiten, oben und unten. Dann können wir unser unteres Vorderteil mit dem oberen Vorderteil verbinden und dafür legen wir die Teile rechts auf rechts. Wir nutzen jetzt die Nahtzugabe bis zu dem Punkt, wo wir eben schräg eingeschnitten haben. Und dieser Punkt, bis wohin wir eingeschnitten haben, der trifft genau neben den Tunnel auf die Nahtzugabe. Wir stecken dann alles rechts aufeinander. Und damit das Ganze funktioniert, schneiden wir auch die Nahtzugabe neben dem Tunnel ein, so dass wir beide Nahtzugaben also schön nach außen falten können und dann problemlos stecken können. Die Strecke passt dann genau aufeinander und das stecken wir bei beiden Seiten. Jetzt nehmen wir diese Strecken genau bis zum Tunnel und hier auch vom Tunnel genau bis zur Seitennaht. Das Ganze sieht dann, wenn man es zusammengenäht hat, so aus, dass man in das Cutout und auch oben genau in die Tunnel schauen kann. Und da wollen wir später ja die Bänder einziehen. Wir nähen dann von der Seitennaht aus oder genau andersrum auf der anderen Seite. Und achtet bitte darauf, dass wenn ihr zum Tunnel kommt, dass ihr da genau bis in die Spitze der Nahtzugabe, die ihr eingeschnitten habt, näht. Also genau da, wo euer Schnitt geendet habt, soll die Naht enden. Und dann können wir unsere Seitennähte rechts aufeinander legen. Das machen wir bei beiden Seiten und stecken vom Armloch bis runter zum Saum. Die gesteckten Seitennähte schließen wir dann als nächstes, und zwar auf beiden Seiten. Als nächstes möchten wir den Ausschnitt überall 1 cm zur linken Stoffseite umbügeln und feststecken und anschließend absteppen. Im Abstand von 1 cm zur Kante nähen wir dann einmal den ganzen Ausschnitt entlang. Dann fertigen wir die Ärmel und falten diese dafür rechts auf rechts, sodass die lange gerade Strecke genau aufeinander liegt, und die stecken wir uns als nächstes. Es sollen 2 gegengleiche Ärmel entstehen. Diese Strecke schließen wir als nächstes. Die Nahtzugaben wollen wir dann als nächstes auseinanderbügeln und das bei beiden Ärmeln. Dann können wir die Ärmel einsetzen. Wichtig ist jetzt einmal zu schauen, welcher Ärmel in welches Armloch gehört.
Der Ärmel ist so aufgebaut, dass er auf einer Seite 2 Knipse hat und auf einer nur einen. Der eine Knips gehört ins Vorderteil und die beiden Knipse im Paar gehören ins Rückteil. Ordnet dann einmal die Ärmel dem richtigen Armloch zu und steckt anschließend den Ärmel rechts auf rechts in das Armloch. Ich beginne an der unteren Stelle, dort wo die Seitennaht auf die Ärmelnaht trifft, und stecke mir das dann einmal fest. Anschließend stecke ich mir dann den einen Knips auf den einen Knips im Armloch und die beiden Knipse im Ärmel auf die beiden Knipse im hinteren Armloch. Dann ist die untere Strecke schon einmal befestigt und ich greife jetzt einmal von meinem Ausschnitt in mein Armloch und den Ärmel und stecke jetzt als nächstes den einen Knopf an der höchsten Position des Ärmels auf meine Schulternaht, und zwar rechts auf rechts. Die Strecken dazwischen lege ich auch schön aufeinander und verteile auch die Mehrweite aus dem Ärmel gleichmäßig auf das Armloch und nähe dann einmal im Kreis ringsherum. Das mache ich bei beiden Ärmeln. Wie eben gesagt, ist der Ärmel leicht länger in der Strecke als das Armloch. Das ist wichtig, damit man sich darin gut bewegen kann. Ihr könnt einfach den Ärmel und das Armloch beim Nähen etwas auf die gleiche Länge ziehen und dann darüber nähen. So lässt sich diese Mehrweite ganz einfach vernähen. Wenn ihr wieder da angekommen seid, wo ihr angefangen habt, dann einmal verriegeln. Und dann nähen wir die Ärmelsäume. Die falten wir einmal zur linken Stoffseite um 2 cm, messen das einmal aus, bügeln dann einmal die Kante schön scharf und steppen im Abstand von 2 cm zur Kante unsere Ärmelsäume ab. Das machen wir, wenn alles fertig gesteckt ist, und zwar auf beiden Seiten. Um ringsherum nähen zu können, müssen wir unseren Stoff immer so ein bisschen nachführen von vorne. Und dann nähen wir einmal so weit, bis wir wieder da angekommen sind, wo wir angefangen haben. Genauso gehen wir jetzt auch noch bei dem Saum vor von unserem Oberteil. Den stecken wir auch 2 cm zur linken Stoffseite, bügeln den und nähen dann einmal ringsherum. Nun widmen wir uns den Trägern. Die falten wir einmal der Länge nach rechts auf rechts zusammen und steppen dann mit einer Nahtzugabe von 1 cm einmal die gesamte Länge entlang. Damit wir den Träger gleich leichter wenden können, schneiden wir jetzt die Nahtzugabe einmal kurz, und zwar so, dass sie nur noch so 2-3 mm lang ist. Anschließend nehmen wir uns dann eine Sicherheitsnadel dazu oder ein Wendewerkzeug. Ich mache es hier mit der Sicherheitsnadel vor, die haben wahrscheinlich die meisten von euch da, und steche mir hier das eine Ende von meinem Tunnel auf die Sicherheitsnadel, schiebe dann die Sicherheitsnadel in den Tunnel und stülpe das gesamte Band einmal um, sodass die rechte Stoffseite dann außen ist. So sieht das dann also aus. Ihr könnt das Band jetzt gerne einmal flach bügeln. Dann versorgen wir noch die Enden, die sind ja jetzt noch offen. Wir stülpen jeweils 1 cm mit einem Werkzeug, wie zum Beispiel einer kleinen Stickschere, nach innen in den Tunnel um und stecken uns das dann mit einer Stecknadel fest und steppen dann einmal über die ganz kurze Kante. Dann möchten wir das Band noch durch unsere Tunnelzüge fädeln und auch dafür nehmen wir uns noch einmal die Sicherheitsnadel dazu. Da fädeln wir ein Ende von unserem Band auf, schließen die Sicherheitsnadel und dann geht's los auf einer Seite. Wir beginnen hier jetzt rechts oben und fädeln da unsere Sicherheitsnadel mit dem Band einmal hindurch. Sobald das geschehen ist, geht es dann schräg gegenüber in das Cutout hinein, und zwar jetzt also auf der linken Seite, wenn wir auf das Top schauen. Gehen dann einmal um die Kurve herum, aus der anderen Seite vom Cutout wieder heraus und dann wieder durch den Tunnel, durch den wir noch nicht gegangen sind, also auf der linken Seite, wenn wir hier drauf gucken, und kommen dann oben wieder raus.
Wichtig ist jetzt, dass wir darauf achten, dass die beiden Bänder, die oben aus unserem Oberteil kommen, gleich lang hängen, denn wir möchten gleich in dem Cutout unser Band feststeppen, damit das schön bleibt. Und dafür möchten wir, dass bei dem Tropfen, also bei dem Cutout, das Band einmal glatt liegt und der Stoff darum herum nicht zusammengerafft ist. Und oberhalb vom Cutout, genau da, wo auch die Naht verläuft, dort machen wir jetzt eine kleine Absteppung. Wir steppen jetzt also 1,5 Zentimeter breit genau an der oberen Kante von unserem Tunnelzug des Cutouts und befestigen damit dann auch das Band. Und das machen wir auf beiden Seiten. Das waren die letzten Nähte. Ihr seid fertig mit Nähen. Herzlichen Glückwunsch! Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß beim Nähen und ihr habt euch so ein richtig cooles Hinguckerteil gezaubert. Dazu kombinieren würde ich beispielsweise eine Quinn Pants, das ist auch ein Schnittmuster von uns, macht sehr viel Spaß zum Nähen und es hat ein ganz cooles Ballonbein, die Hose. Ich empfehle dafür einen farbenfrohen Kordstoff, das sieht richtig cool aus. Ansonsten, ja, ich freue mich aufs nächste Mal, fühlt euch gedrückt und bis bald.